Auf diesen ganzen Themenkomplex möchte ich schauen mit Marcel Leubecher aus der Weltpolitikredaktion. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Hallo. Wir hören seit Tagen das Wort subsidiärer Schutz und dass der Schutzgrund jetzt womöglich entfallen sei, weil man eben nicht mehr vom Assad-Regime verfolgt werden kann, weil es diesen Machthaber einfach gar nicht mehr gibt. Gleichzeitig sehen wir die Bilder, Damaskus heute wieder Explosionen, extreme Luftangriffe noch immer. Also ist das nicht schon Grund genug zu sagen, die Menschen brauchen trotzdem Schutz? Die Lage ist volatil dort, ist völlig klar. Das war sie auch über die letzten Jahre. Den subsidiären Schutz, da gibt es geteilte Meinungen. Also den bekommen eigentlich Personen, die jetzt nicht verfolgt werden, beispielsweise von dem Assad-Regime, sondern bei denen eben die allgemeine Gefechtsgefahren so hoch ist, dass man da nicht in Sicherheit leben kann, ohne dass man einer Bedrohung an Leib und Leben ausgesetzt ist. Das sind auch viele der Auffassung, dass das in den letzten Jahren in meisten Regionen schon nicht mehr der Fall war. Das sind auch immer politische Entscheidungen und nicht in Stein gemeißelt. Wir hatten eben das Kriterium, Syrien ist generell noch zu unsicher. Deswegen hat man den subsidiären Schutz noch allen erteilt oder erteilt es auch jetzt. Es kommen jeden Tag noch hunderte Syrer an und in diesem Jahr auch schon so 70.000. Das geht sozusagen die ganze Zeit weiter. Ne? Und jetzt würde man aber eher sagen, diejenigen, die gekommen sind unter der Angabe, dass sie Verfolgung durch das Regime befürchten, beispielsweise weil sie den Wehrdienst verweigert haben und, oder sogar politisch aktiv waren, dass man bei denen schon sagen könnte, na gut, das Regime ist weg, also ist dieser Grund entfallen, bräuchtest du eigentlich nicht mehr den Schutz Deutschlands. Den Schutz Deutschlands. Bisher hat man ja, was Syrien angeht, in Europa einigermaßen die gleichen Maßstäbe angesetzt. Jetzt hören wir, dass man erstmal in vielen Ländern sich die Sache anschauen will. Man stoppt jetzt die Bearbeitung so ein bisschen. Österreich prescht da jetzt aber hervor. Wie wichtig ist es, dass Europa eine Meinung am Ende hat? Was würde es bedeuten, wenn jedes Land damit anders umgeht? Das ist ein Signal nach außen, wenn das viele europäische Regierungen ähnlich machen. Ja, aber letztlich entscheiden das auch die Staaten, also wie stark die Rückkehrbemühungen machen. Vor allem, wie stark ein Staat einem Syrer, der kommt oder der wegen mir vor 3 Monaten kam, das Signal aussendet, du kannst dich hier integrieren, du bist ein willkommener neuer Mitbürger, der dann noch irgendwann die Staatsbürgerschaft kriegt. Oder ob man dem das Signal sendet, wenn wir bei dir sehen, dass eine Verfolgung vorliegt nach der Indizienlage, dann kriegst du für eine Zeit Schutz und danach ist es dann aber eben auch mal zu Ende und dann helfen wir dir gibt's ja mal so 1.500 € ungefähr, so eine Rückkehrhilfe und Reintegrationsprogramme teilweise das ist jetzt ein bisschen entscheidend und das entscheidet eigentlich Deutschland selbst, deutsche Gesellschaft, deutsche Medien, vor allem auch die deutsche künftige Regierung dann, welches Signal man Personen sendet, die aus Syrien kamen, die nach Indizienlage nicht mehr schutzberechtigt wären, wenn sich dann dort alles positiv entwickelt. Wir haben es gerade im Beitrag schon gehört, es gibt jetzt auch die Warnungen, dass Menschen uns verlassen könnten, die wir unbedingt brauchen. Unser Gesundheitswesen ist jetzt schon sehr volatil, vor allem was Fachkräfte angeht. Und syrische Ärzte stellen die größte ausländische Gruppe in diesem System. Also wie wichtig ist es, dass die Politik da jetzt auch hinschaut und nicht per se erstmal sagt, eigentlich müsst ihr alle zurück in die Heimat? Ja, das ist oft wichtig für Arbeitgeber oder auch jetzt für ein Krankenhaus. Wenn dann auf einmal ein paar gute syrische Ärzte fehlen, ist das schlimm. Ja, in dieser ganzen Diskussion, wo man jetzt die Arbeitskräfte letztlich hält, ja, muss man vielleicht noch ein bisschen die Vogelperspektive haben. Also ein Arzt dürfte eigentlich in Aleppo dringender benötigt werden als jetzt in Paderborn oder so. Und es wandern auch sehr viele deutsche Ärzte ab. Arbeiten in der Schweiz, in den Niederlanden, sonst wo England. Ja, das würde sich lösen lassen. Aber klar, für den einzelnen betroffenen Arbeitgeber ist es immer großer Nachteil, wenn eine tolle Arbeitskraft auf einmal fehlt. Ne? Wir sprechen jetzt sehr viel darüber, dass Menschen Europa wieder verlassen. Gleichzeitig, so wie die Lage jetzt ist, weiß man ja noch gar nicht, in welche Richtung sich das Land Syrien jetzt entwickeln kann. Rebellengruppen, die Islamisten sind, das muss man so noch immer festhalten. Das heißt, es kann ja auch neue Gruppen geben, die flüchten. Aleviten beispielsweise, Christen, Frauen. Also sind wir darauf vorbereitet zu sagen, dass jetzt vielleicht einfach ganz andere Menschen zu uns kommen? Ganz andere, es sind auch schon aus allen Bevölkerungsgruppen in der Vergangenheit geflohen. Natürlich, das sind die maßgebliche Miliz, die dort jetzt diesen Regimesturz weitgehend ohne Gegenwehr durchgeführt hat. Die stehen auch auf der Terrorliste. Das sind natürlich jetzt keine Waisenknaben und streng überzeugte sunnitische Muslime, die sozusagen glauben, dass es das Beste für die ganze Welt wäre, unter dem islamischen
Recht zu leben und sind insofern Islamisten, die möglicherweise auch gegenüber anderen Gruppen dort wieder Gewalt anwenden, natürlich. Ne? Aber genau, das ist eben auch eine Frage Deutschlands, wie stark man sich, wenn künftig dort wieder eine Fluchtbewegung einsetzt, dort engagiert. Nimmt man wieder ganz viele davon auf oder macht man eher die Politik, dass man sagt, die Nachbarstaaten sind zu beteiligen, die man unterstützt. Ne? Zum Beispiel der ganzen reichen arabischen Insel, die Emirate und so weiter, die nehmen gar niemanden aus Syrien, aus diesen Regionen. Und in Deutschland wohnt so ungefähr 4-5% der syrischen Bevölkerung wohnen in Deutschland, weil Deutschland natürlich mit Abstand das Hauptziel in der EU ist. Und abgesehen von den direkten Anrainerstaaten, also Türkei engagiert sich super stark und so weiter, halt das Hauptziel war. Aber das ist eine Frage, die eigentlich in Berlin entschieden wird, begleitet eben von der Gesellschaft. Ne? Wie geht man damit um? Wenn irgendwo die Hütte brennt, transferiert man ganz viele Leute von dort nach Deutschland oder unterstützt man möglichst gut in den Nachbarstaaten bei der Aufnahme dieser Leute für einige Zeit? Eine Entscheidung, die sicherlich erst getroffen werden kann, wenn wir wissen, wie es in Syrien weitergeht, aber auch in unserer Bundesregierung im kommenden Jahr. Marcel, danke dir. Danke.